Hallihallo, ich grüße euch heute im eiskalten Deutschland in meiner Garage. Was fehlt, ist die Lucy, meine Tenere. Denn die musste ich ja in Kolumbien zurücklassen, leider. Aber ich schraube fleißig an meinem Comeback für 2026. Und kurz, nur wirklich wenige Tage bevor ich abreisen musste, habe ich auch noch an der Lucy geschraubt. Und zwar hat es ein Upgrade gegeben, ein CarPlay. Seit mehr als 5 Jahren reise ich nun mit dem Motorrad durch die Gegend von 50 Grad plus bis minus 10 Grad. In der salzigen Meerluft, im feuchten Dschungel, 5000 Meter Höhe in den Anden. War alles dabei und das tut dem Handy natürlich nicht so gut. Auch wenn ich Glück hatte, dass meine Kameras bisher immer heile geblieben sind, trotz der Vibrationen, hatte ich kaputte Akkus, Wasser im Gerät, sodass es dann auch mehrere Tage gar nicht mehr zu laden war, zig kaputte Kabel und so weiter. Und da könnte ein CarPlay das optimale Tool sein, denn dann kann ich das Handy bequem und sicher in der Tasche haben und es trotzdem als Navi benutzen, denn es wird auf dem Display gespiegelt. Das wollte ich gerne ausprobieren und deswegen lade ich euch ein, zurück nach Kolumbien in die Werkstatt, wo ich euch zeige, wie es installiert wird, was es kann und auch eine erste Probefahrt. Los geht's! Die Firma Carperite hat mir das CarPlay zugeschickt. Vielen Dank. Das ist das Carperite 502 Pro Plus TPMS. TPMS, Reifendruck, Überwachungsgerät. Man sieht schon, da ist so ein Sonnenschutz dabei. Und ich werde es so verkabeln, dass ich es direkt an die Batterie schließe. Ja, deswegen brauche ich auch hier ein bisschen Werkstatt, weil man muss ja immer so ein bisschen Seitenteile und so abbauen. Anleitung ist dabei, was ist noch dabei? Man kann es auch einfach über die USB-Steckdose anschließen. Das würde auch gehen. Und dann gibt es verschiedene Halterungen. Ich will es aber an diese obere Stange machen, da wo ich auch meinen Wireless Charger jetzt habe. Und dafür ist das hier da. Und das heißt, man muss das hier abschrauben und das dran schrauben und dann ist es fest verschraubt mit dem Motorrad. Hier ist dann auch noch TPMS dabei. Ich schwärme ja immer vom TPMS, das hatte ich für 30 € mir gekauft. Das kann ich dann abmachen bei mir und würde es dann auch direkt hier aufs Display übertragen. Ja, warum denke ich, ist es ein Vorteil? Das Handy wird eben geschont. Man kann das Handy in der Hosentasche haben, man kann es einfach rausziehen für ein Foto, zum Foto machen. Und es ist nicht dem Regen ausgesetzt, nicht der Sonne ausgesetzt. Also Hitze oder Kälte und da wird das Handy halt geschont. Kannst du in der Hosentasche lassen und es ist immer dieses Ding, das wird fest am Motorrad verschraubt. Klar, kann man immer klauen, wie bei allem, was verschraubt ist am Motorrad, aber es ist fest verschraubt, man muss schon auch es klauen wollen. Und ich werde das jetzt versuchen, ordentlich zu verkabeln. Fangen wir mal an, das Motorrad auseinanderzunehmen. Das Ding ist halt, dass man immer so ein bisschen Seitenteile und den Tank anheben muss und so, um das gescheit zu verkabeln. Ich will das hier anbringen, dazu muss ich das hier abmachen. Hier ist mir auch schon der Vibrationsdämpfer. Es war zu viel Vibration für den Vibrationsdämpfer, dass dieser Bolzen hier fehlt. Das Ding will ich dann trotzdem noch, weil man das Handy ja trotzdem mal laden muss, vielleicht hier irgendwo anbringen. Muss ich erstmal gucken, ob ich da noch eine gescheite Halterung für habe. Ansonsten muss ich irgendwie erstmal improvisieren, wie immer. Aber jetzt schließe ich erstmal das andere Ding an. Muchas gracias, muy amable. Also man hat hier das und ich will es ja mit an dieser Stange, an meiner Navigationsstange festmachen. Kann man einfach diese Kugel abmachen und jetzt wird es so da angebracht. So, die Sache ist, dass die Kabel hier, die sind nicht, hier, da fehlt das hier. Das habe ich jetzt dran gemacht. Und jetzt muss ich das zusammenbringen. Es war super schwer, ich war hier in 20 Läden, eins zu finden. Es gibt natürlich auch keine Crimp-Zange, sondern nur normale Zange, aber ich glaube, das ist okay. So, ich musste überhaupt nichts machen, ist direkt angesprungen. Da kann man hier
Ich habe es hier angeschlossen. Jetzt muss ich es hier noch verkabeln. Also was heißt verkabelt ist es, aber ich muss es jetzt noch das Kabel schön machen. Dann mache ich den Tank wieder drauf. Und das mache ich jetzt aber erstmal aus. Hier, es müsste hier irgendwo gehen. Jetzt ist auch noch dabei TPMS, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe ja das alte TPMS. Das mache ich jetzt ab. Ich meine, das ist wie ein Ventil, wird es draufgeschraubt. Und dann ist eben noch so eine Gegenschraube dabei, so eine Gegenmutter, eine Mini-Mutter. Da schraube ich jetzt die neuen drauf. Und da muss man immer gucken, eins ist immer für vorne, eins ist für rück. Steht RW und FW, Front Wheel und Rear Wheel. Und dann einfach drauf. Habe ich auch wieder brandneue. Aber ja, das andere war wirklich auch gut. Hab ich ja schon gesagt, es hat immer noch funktioniert nach 5 Jahren. Und dann ist noch das dabei, da kann man es richtig festmachen. Ich mache es eigentlich immer nur handfest. Ich mache es jetzt einmal, weil es jetzt neu ist, ordentlich fest. Und das Ding braucht man halt auch noch, um das aufzumachen. Da sind halt die Batterien drin. Wenn man da mal die Batterien wechseln muss, so alle 10.000 Kilometer normalerweise. Kannst du mal aufmachen. Und dann kann man das eben wieder zumachen, das ist dann wasserdicht. Also, hier haben wir das gute Stück. Telefon, ich habe jetzt mal ich habe hier keine Aufnahme für meinen Quad-Lock, deswegen habe ich das mal hier improvisiert. Das ist mein Wireless Charger, habe ich das so gemacht, aber das ist okay zum Chargen. Die meiste Zeit habe ich es in der Hosentasche, du brauchst das Handy überhaupt nicht rauszuholen. Wenn es einmal verbunden ist, connected ist mit dem Bluetooth, jedes Mal, wenn du das CarPowerRide anmachst, hier ist der Knopf an der Seite, dann verbindet sich automatisch und es geht dann auch automatisch. Hier hat man iPhone und hier hat man Android. Es geht dann automatisch ins Google schon rein bei mir. Hier sieht man den Reifendruck und so weiter. Da kann man bestimmt noch einstellen, dass es dann anfängt zu piepen. Hier ist auch noch so ein Kompass dabei. Okay. Also es ist natürlich alles viel besser zu sehen als jetzt auf dem Handy und so weiter. Und dieses Ding hilft natürlich auch noch. Ich habe hier noch nicht mal die Folie abgemacht. Das mache ich dann, wenn noch ein paar mehr Blasen sind. Dann habe ich quasi noch meinen zweiten neuen Screen. Ja, okay. Und dann kannst du hier auf Home machen. Dann bist du hier im normalen Menü. Das Cardo oder Sena oder was man auch immer für ein, wie sagt man, Musikgerät in seinem Helm hat. Oder auch kabellose Kopfhörer. Verbindest du einfach mit deinem Handy und dann hörst du das ganz normal, Musik und so weiter. Und du kannst halt hier reingehen. Und dann, du brauchst auch das Handy nicht anfassen, hast du hier halt Musik. Und hier hast du dann Spotify und da kann man bestimmt noch anders belegen, das weiß ich nicht so genau. Aber standardmäßig ist hier bei mir Spotify und Google und dann kannst du da einfach, siehst auch deine Batterieladung, bei mir ist ganz wenig Batterie drin. Und du kannst dann eben von hier aus das auch bedienen, wie beim Navi. Und dann kannst du hier auch hier kommst du dann in deine Apps rein, ja, kannst du deine Apps sehen und dann kannst du hier Beenden machen, dann kommst du wieder in das andere Menü. Und du kannst hier natürlich auch andere Navi benutzen. Ja. Also das Handy wird einfach gespiegelt. Das ist eben der Vorteil gegenüber einem Navi. Hier kannst du jetzt 30 verschiedene Navi-Apps haben. Ich habe hier zum Beispiel Organic Maps, Osmond. Das könnte ich alles benutzen und kann es dann switchen, wie ich will, je nachdem, was in welcher Region am besten ist. Ich hatte es auch schon, dass ich eine WhatsApp-Mail bekommen habe. Dann kommt hier auf dem Screen WhatsApp-Nachricht bekommen und dann kann man auf Vorlesen drücken und dann wird einem die Message sogar vorgelesen. Jetzt stelle ich das mal hier so ein. Hier Apartamentos, das ist meins. Und da fahre ich jetzt hin. Ich habe es jetzt spricht es noch aus dem Handy, aber ich mache jetzt mein Cardo an und dann hört man es und jetzt fahren wir so ein bisschen, dann kann man das auch mal ein bisschen sehen. Und es ist eben so, du kannst hier halt auch jedes Handy dran verbinden. Also du musst nicht
Es ist dann nicht so, ah, Handy ist leer, was mache ich jetzt? Oder du fährst mit jemandem, der local ist und der hat das alles auf seinem Handy und dann kann er sich einfach mit Bluetooth verbinden, wie im Auto halt. Es ist halt auch so, dadurch, dass da jetzt kein Vibrationsdämpfer dran ist, das Ding hat ja keine Kamera, also brauchst du auch keinen Vibrationsdämpfer, wackelt es natürlich überhaupt nicht. Es hat mich jetzt vorher auch nicht gestört, aber es ist natürlich schon sehr viel besser zu sehen. Also hier könnte man jetzt auch einen Film gucken zum Beispiel. Und es hat sogar so einen Eingang noch für, glaube ich, für eine SD-Karte oder so. Also man kann da sogar noch irgendwelche Daten einspielen. Ich glaube, das ist eben ganz praktisch. Dann hast du das Handy halt extra, hast halt einen größeren Screen und so. Das ist halt schon komfortabel. Ja, jetzt denke ich so ein bisschen, auch ein bisschen Musik wäre schön. Zack. Und schon läuft der Hase. Dann kann man wieder drauf tippen. Fullscreen. Also das ist natürlich schon viel besser zu bedienen als auf dem Handy. Die Größe ist halt auch praktisch, es ist genauso breit wie jetzt es ist die 502, ne? Es ist genauso breit wie der Tacho. Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Na klar, man hätte auch das breitere nehmen können, aber ich habe dann gedacht, das wird zu groß. Das reicht mir eigentlich dicke und es ist natürlich beim Reisen ist es ja auch immer so, weniger Aufmerksamkeit erregen ist immer besser. Ich glaube, das ist perfekt die Größe dafür tatsächlich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du für ein Motorrad hast. Bei einem BMW kannst du wahrscheinlich auch einen 2,50 Meter breiten Bildschirm hinpacken. Wird dann trotzdem nicht auffallen. Aber für so ein Riesenmotorrad ist die Tenere ja relativ zierlich. Ich konnte tatsächlich nur 2 Fahrten machen, bevor mich mein Körper ins Krankenhaus und dann nach Deutschland gezwungen hat. Aber mir hat das Carburetor auf Anhieb gefallen und vor allem die Bedienung war halt wesentlich komfortabler. Es hat viel besser reagiert und vor allem auch mit Handschuhen. Obwohl ich Touchscreen-freundliche Motorradhandschuhe habe, mit dem Handy ist es immer, also es funktioniert so gut wie nie. Eigentlich muss ich die Handschuhe immer während der Fahrt ausziehen, um dann irgendwas umzustellen. Das hat gut geklappt, aber es muss natürlich noch unter Hardcore-Reisebedingungen getestet werden. Darauf kann ich mich freuen, wenn ich zu meiner Lucy zurückkehre, um es dann mal 10.000 Kilometer durch den Dreck zu jagen und gucken, was das CarPlay dann kann. Dann kommt natürlich noch mein Update mit allen Vor- und Nachteilen. Zur Verfügung gestellt hat mir das CarPlay CarPurite, die das sogar nach Südamerika geschickt haben, was die meisten Firmen gar nicht machen, die verschicken gar nicht nach Südamerika. Also das war super cool und die waren auch super nett, Kommunikation war super gut. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch mal schauen wollt oder Interesse an einem CarPlay habt, ich habe euch in die Videobeschreibung ein paar Links gepackt zu der CarPurite Webseite. Da könnt ihr das kleinere kaufen, das ich habe, oder auch das größere oder auch andere CarPurite Produkte. Und mit Reifendrucksystem, ohne Reifendruck-Messgerät. Wie ihr wollt, könnt ihr gerne mal schauen. Mit dem Code RUTISREISEN bekommt ihr 30%. Und die Links, die ich da reingepackt habe, da ist der Code schon integriert. Also müsst ihr den nicht nochmal extra eingeben an der Kasse. Schaut gerne mal rein. Und ja, ich muss wieder reingehen, es wird arschkalt. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bedanke mich recht herzlich bei Martin und Oliver für die Unterstützung. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gesundheit, alles Gute, fantastisches Jahr. Wir sehen uns im nächsten Video. Geht's auch wieder nach Kolumbien und da zeige ich mein wahrscheinlich krassestes Offroad-Abenteuer überhaupt. Es geht wieder mal in eine Wüste und ich werde nicht allein unterwegs sein. Also schaut dann rein. Guten Rutsch, auf Wiedersehen. Hier übrigens stehen noch meine alten Lone Rider Taschen rum, die einige vielleicht noch kennen von meiner ersten Reise nach Marokko und Portugal und so. Ja. Tschüss.